Im heutigen Video soll es um die Maximum Likelihood Methode gehen und dafür möchte ich euch eine konkrete Aufgabe aus einer Statistikklausur vorrechnen, die mir eine Mathematikstudentin hat zukommen lassen. Ja, das heißt heute ein etwas angewandteres Video als sonst. In dieser Aufgabe geht es zunächst um die Bestimmung einer Likelihood und Log-Likelihood Funktion basierend auf einer gewissen Dichtefunktion. In der zweiten Teilaufgabe leiten wir dann den Maximum Likelihood Schätzer basierend auf dieser Likelihood Funktion her. Und letztendlich sollen wir den Maximum Likelihood Schätzer konkret berechnen, basierend auf gegebenen Eigenschaften einer Stichprobe. Wir wünschen euch viel Spaß. Willkommen auf unserem Kanal VegaHedge. Heute wie gesagt mit einer Aufgabe zur Maximum Likelihood Funktion bzw. zu dem Maximum Likelihood Schätzverfahren. Ganz kurz, worum geht es dabei theoretisch? Dabei geht es darum, dass man eine gewisse Dichtefunktion klein f beobachtet, ja, für eine gegebene Zufallsvariable x. Und diese Dichtefunktion hängt nicht, wie man es normalerweise gewöhnt ist, nur von den Realisierungen dieser Zufallsvariable x ab, also nicht nur von klein x, sondern auch von einem anderen Parameter oder von mehreren Parametern, die variabel gehalten werden. Ein gutes Beispiel dafür ist ja die Dichtefunktion der Normalverteilung zum Beispiel. Vielleicht habt ihr die schon mal gesehen und da seht ihr ja, dass die auch abhängt von zwei weiteren Parametern, nämlich von μ, und μ ist quasi der Mittelwert der Stichprobe, und Sigma, und Sigma ist die Standardabweichung der Stichprobe. So, und bei der Maximum Likelihood Schätzmethode geht es darum, diese beiden Parameter, also μ und Sigma in dem Fall, so zu setzen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man die Stichprobe so beobachtet hat, wie sie quasi realisiert wurde in der Vergangenheit, maximiert. Darum soll es gehen. Schauen wir uns mal das konkrete Beispiel an, welches wir heute rechnen wollen. Hier haben wir also, wie gesagt, eine solche Dichtefunktion gegeben. Das ist jetzt nicht die Normalverteilung, sondern eine andere. Und die ist definiert als Beta mal 1 minus x hoch Beta minus 1 im Intervall x größer gleich 0, kleiner gleich 1. Und ansonsten ist diese Dichtefunktion 0, also genau dort, wo x nicht in diesem Intervall liegt. Und ich habe ja eben von diesen Parametern gesprochen, die man setzen will. Und in dem Fall ist der Parameter eben Beta. Das ist eine Variable, die nicht gesetzt ist. X ist in dem Fall einfach der Wert der Zufallsvariablen. Schauen wir uns die drei Aufgaben an, die wir heute rechnen. Im ersten Schritt geht es darum, die Likelihood und die Log-Likelihood-Funktion für Beta auf Basis einer Zufallsstichprobe x1 bis xn aufzustellen. Im zweiten Schritt geht es dann darum, den Maximum Likelihood Schätzer für Beta auszurechnen oder zu bestimmen. Und im dritten Schritt geht es dann darum, dass wir basierend auf gewissen Eigenschaften dieser Stichprobe, ja, also hier ist zum Beispiel dieses Ergebnis bekannt, dass die Summe über den Logarithmus 1 minus xi minus 36,5 ist, dass wir quasi diese Eigenschaft nutzen, um den konkreten Maximum Likelihood Schätzer für Beta zu berechnen. Das ist dann eigentlich nur noch einsetzen. Fangen wir also an mit der ersten Aufgabe. Und hier sollen wir zunächst die Likelihood-Funktion für Beta auf Basis einer Zufallsstichprobe x1 bis xn aufstellen. So, wie ist eine Likelihood-Funktion definiert? Ich schreibe es mal auf. Ich nenne die Likelihood-Funktion mal L. Ja, die hängt immer ab von dem Parameter, von dem ich eben gesprochen habe. In dem Fall Beta, der könnte auch anders heißen. Und die ist immer definiert als das Produkt von i ist gleich 1 bis n über die Dichtefunktion ausgewertet an diesen xi's, also an den Realisierungen der Zufallsvariable, gegeben, dass man eben diesen Parameter oder diese Variable in der Dichtefunktion hat. Ja, das heißt, der Wert dieser Likelihood-Funktion hängt einzig und allein ab von dem Beta oder wie man das Beta setzt, weil die xi's habe ich quasi schon beobachtet in der Vergangenheit. Das sind irgendwelche Werte, die die Zufallsvariable angenommen hat. Was sagt mir jetzt diese Likelihood-Funktion? Und zwar gibt mir die Likelihood-Funktion an, wie wahrscheinlich es ist, dass ich diese xi's, also die Realisierung einer gewissen Zufallsvariablen, genau so beobachtet habe,
wie sie in der Vergangenheit realisiert wurden. Ja? Das heißt, wenn ich zum Beispiel, wenn X ein Aktienpreis ist und ich die letzten 10 Tage Aktienpreise gesammelt habe, dann gibt mir diese Likelihood-Funktion an, wie wahrscheinlich ist es denn unter der gegebenen Dichtefunktion, dass ich diese Aktienpreise so beobachtet hätte, abhängig von dem Parameter Beta. Das heißt, diese Wahrscheinlichkeit hängt ab von Beta. Und jetzt möchte ich Beta so setzen, dass diese Wahrscheinlichkeit maximiert wird. Jetzt könntet ihr euch noch fragen, warum kann man das jetzt als Produkt schreiben? Ja, das Produkt steht quasi für die gemeinsame Dichte von f für diese xi's, ja, von x1 bis xn. Das ist die gemeinsame Dichte von f für x1 bis xn. Warum kann ich die als Produkt schreiben? Und zwar, weil ich annehme, dass die xi's unabhängig voneinander sind. Ja? Und das Ganze lässt sich auf die Wahrscheinlichkeitstheorie zurückführen. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn man die Wahrscheinlichkeit berechnen möchte, ja, ich nenne es mal P, von einem Ereignis A und einem Ereignis B, ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass A und B eintreten, dann entspricht das ja der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses A mal der Wahrscheinlichkeit des Ereignisses von B, gegeben, dass A und B unabhängig sind. Und da wir ja auch hier annehmen, dass die xi's unabhängig voneinander sind, können wir deren gemeinsame Wahrscheinlichkeit oder deren gemeinsame Dichtefunktion schreiben als das Produkt über die Dichtefunktion ausgewertet an xi. Das heißt, ich schreibe es nochmal hin, dieses Produkt ist die gemeinsame Dichte und die gemeinsame Dichte könnten wir auch schreiben als f von x1, xn gegeben Beta. Ja, also das sind zwei äquivalente Ausdrücke. Das ist die gemeinsame Dichte, dass ich, oder die gemeinsame Wahrscheinlichkeit, dass ich x1 bis xn derart beobachtet habe, wie es meine Stichprobe eben hergibt. Fangen wir also an, diese Likelihood-Funktion für diese konkrete Dichte zu berechnen. Also schreiben wir es nochmal hin. L von Beta ist gleich das Produkt von i ist gleich 1 bis n über f von xi gegeben Beta. So, und jetzt machen wir nichts anderes, als uns dieses f daher zu nehmen, also die Dichte, und die hier einzusetzen. Und da f abschnittsweise definiert ist, kriegen wir natürlich hier auch eine abschnittsweise definierte Likelihood-Funktion. Ja, das heißt, wir machen die Klammer auf und bekommen eben das Produkt, ja, über i ist gleich 1 bis n von Beta mal 1 minus xi. Vergesst den Index hier nicht, weil wir jetzt eine gewisse Stichprobe annehmen. Ja, also x hat Werte angenommen. Hoch Beta minus 1 für xi im Intervall 0 und 1. Also xi für alle xi, ja, das ist ganz wichtig, gilt, dass xi größer ist als 0 und kleiner gleich 1. Ansonsten, ja, das Produkt über 0 ist 0. Das heißt, auch die Likelihood-Funktion ist 0, ansonsten außerhalb des Intervalles. Das wäre die Likelihood-Funktion. So, kommen wir jetzt zur zweiten Teilaufgabe. Jetzt sollen wir die Log-Likelihood-Funktion aufstellen. Die Intuition dahinter erkläre ich euch in der zweiten Aufgabe. Ja, es ist, hat einen Grund, warum man das macht. Das ist wichtig. Das macht man nicht einfach so. Aber in dieser Aufgabe soll es einfach darum gehen, diese aufzustellen. Ja? Und wie ist die definiert, die Log-Likelihood-Funktion? Und zwar folgendermaßen. Ich nenne sie mal Phi von Beta. Und Phi von Beta ist definiert einfach als Logarithmus der normalen Likelihood-Funktion. Ja? Also ln von L von Beta. Ja, und L von Beta haben wir ja schon aufgestellt. Das heißt, wir können direkt hier rüberspringen in die geschweifte Klammer und hier von diesen beiden abschnittsweisen definierten Termen den Logarithmus bilden. Ja, das heißt, wir schreiben ist gleich, haben hier wieder eine geschweifte Klammer und ziehen den Logarithmus einmal hier oben von diesem Produkt i ist gleich 1 bis n Beta mal 1 minus xi hoch Beta minus 1 in dem Intervall zwischen 0 und 1
Und wenn xi nicht zwischen 0 und 1 liegt, das heißt außerhalb dieses Intervalles, nimmt ja die Likelihood-Funktion den Wert 0 an und der Logarithmus von 0 ist minus unendlich. Ja, das ist ein Grenzwert, das heißt, hier unten bekommen wir minus unendlich sonst. Ja, aber diesen Teil der Funktion könnt ihr auch ignorieren, weil das Beta geht ja gar nicht ein in diesen Teil. Das Beta seht ihr nur hier oben. So, und jetzt sind wir noch nicht ganz fertig, denn wir wollen natürlich diesen Term hier oben noch weiter vereinfachen, damit wir es später, wenn wir den Schätzer bestimmen, leichter haben. Und zwar nutzen wir dabei die Logarithmusregel, dass der Logarithmus von einem Produkt, ja, also von a mal b, gleich der Summe über die einzelnen Logarithmen ist. Also Logarithmus a plus Logarithmus b. Ja, diese Regel nutzen wir jetzt, um diesen Term zu vereinfachen, weil hier haben wir auch einen Logarithmus von Produkten. Zwar nicht von dem Produkt von 2 Termen wie hier, aber diese Regel überträgt sich auch auf mehrere Faktoren. Das heißt, diese Gleichung können wir umschreiben als, ich schreibe es mal hier unten, ist gleich, wieder geschweifte Klammer auf, die Summe, jetzt wandelt sich dieses Produktzeichen um in eine Summe, über i ist gleich 1 bis n, und jetzt ziehe ich den Logarithmus hier drin, Beta mal 1 minus xi hoch Beta minus 1 im Intervall zwischen 0 und 1 wieder und 1 ansonsten. Jetzt sind wir fast fertig, noch nicht ganz. Ups, seid geduldig. Jetzt müssen wir noch einen Schritt weiter gehen und diesen Term noch ein weiteres Mal vereinfachen. Denn was wir sehen, ist quasi wieder den Logarithmus von einem weiteren Produkt. Also innerhalb ist auch ein Produkt, nämlich der eine Faktor ist das Beta hier, ja, das Beta, und der andere ist dieser Term hier, also 1 minus xi hoch Beta minus 1. Das heißt, das können wir jetzt wieder auftrennen mittels dieser Logarithmusregel. Das heißt, wir können schreiben, das ist gleich, wieder eckige Klammer auf, die Summe i ist gleich 1. Und jetzt haben wir nämlich ln von b, oder Beta, sorry, 1, plus ln von 1 minus xi hoch Beta minus 1 in dem Intervall. 1 sonst. Ja, das heißt, wir haben dieses Produkt hier nochmal aufgesplittet und diese Regel angewandt. Jetzt habe ich euch zu früh versprochen, dass wir fertig sind. Das kann man nämlich nochmal simplifizieren, nämlich diesen Ausdruck hier. Ihr seht einen ln und einen Exponenten, da kann man natürlich den Exponenten runterholen. Das machen wir jetzt auch nochmal schnell. Danach sind wir auch fertig, versprochen. Das heißt, wir haben wieder die geschweifte Klammer, haben hier oben die Summe. Hier an dem ln von Beta kann man nichts vereinfachen, aber hier kann man schreiben plus Beta minus 1, das kann man runterholen, mal ln von 1 minus xi. Natürlich in dem Intervall. 1 sonst. Das heißt, das hier ist die Log-Likelihood-Funktion. Die werden wir später oder in der nächsten Aufgabe brauchen. Das heißt, wir haben jetzt die Log-Likelihood-Funktion bestimmt und die Likelihood-Funktion. Kommen wir nun zur zweiten Aufgabe und hier wollen wir den Maximum-Likelihood-Schätzer für Beta bestimmen. Dafür habe ich euch nochmal kurz die beiden Funktionen aus der ersten Aufgabe aufgeschrieben, die wir hergeleitet haben. Einmal die Likelihood-Funktion, einmal die Log-Likelihood-Funktion. Wie ihr seht, die Likelihood-Funktion ist das Produkt über die Dichte-Funktion ausgewertet an xi, ja, also an den Realisierungen einer gegebenen Zufallsvariablen. Das könnten zum Beispiel Aktienkurse sein, die ihr letzte Woche oder letztes Jahr beobachtet habt. N Stück an der Zahl. Und hier drüben haben wir die Log-Likelihood-Funktion. Das ist quasi die Summe über die logarithmierte Dichtefunktion, auch ausgewertet an xi. Ja? Und wenn wir nochmal hier rüber gehen zur Likelihood-Funktion, was sagt die uns nochmal aus? Die sagt uns aus,
für ein gegebenes Beta, ja, also die hängt ab von Beta, und je nachdem, wie wir Beta wählen, sagt diese Funktion uns, wie hoch die Likelihood oder die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir all diese XIs genau so beobachten, wie sie realisiert wurden. Ja, also wenn wir zum Beispiel 10 Aktienkurse über das letzte Jahr beobachten und wir eine gewisse Dichtefunktion wählen, die abhängt von Beta, dann hängt quasi die Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Aktienkurse genau so beobachten, wie sie realisiert wurden, ab von diesem Beta. Es hängt ab, wie wir dieses Beta wählen, also wie wir diese Stichprobe von Aktienkursen an diese gewählte Dichtefunktion fitten, sagt man. Ja, weil man probiert ja natürlich, diese Aktienkurse dann zu modellieren durch diese Dichte oder beziehungsweise die Wahrscheinlichkeitsfunktion zu modellieren durch eine bestimmte Dichtefunktion. In unserem Fall ist diese Dichtefunktion gegeben. So, was wollen wir jetzt machen? Wir wollen jetzt genau das Beta wählen, was diese Wahrscheinlichkeit, dass wir diese XIs beobachten, maximiert. Weil das wäre ja der beste Fit. Da wir nun natürlich daran interessiert sind, das Beta genau so zu wählen, dass die gemeinsame Wahrscheinlichkeit der XIs, ja, also der Realisierung der Zufallsvariablen, möglichst groß ist, müssen wir natürlich L von Beta maximieren. Also wir müssen das Beta finden, was diese Wahrscheinlichkeit oder diese gemeinsame Wahrscheinlichkeit maximiert, weil genau dann haben wir das Beta gefunden, was uns die beste Dichtefunktion gibt für die Zufallsvariable x. Ja? Das heißt, wir müssen L von Beta maximieren, also wir haben ein Optimierungsproblem. So, jetzt sehen wir hier links aber in der Likelihood-Funktion, dass wir ein Produkt haben von Dichtefunktionen. Ja? Das ist natürlich kompliziert oder kann kompliziert werden, wenn wir ein Produkt maximieren müssen, weil was müssen wir machen? Wir müssen die erste Ableitung bilden und diese gleich 0 setzen. Das heißt, wenn ich das ableiten möchte, brauche ich die Produktregel und das könnte gegebenenfalls kompliziert werden. Deswegen haben wir die Log-Likelihood-Funktion gebildet, denn die Log-Likelihood-Funktion besteht nur aus einer Summe und eine Summe abzuleiten ist deutlich einfacher. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, warum kann ich mir einfach die Log-Likelihood-Funktion daher nehmen? Das kann ich tun, weil der Logarithmus quasi eine monotone Funktion ist, ja, eine monoton steigende Funktion. Und es gibt ein Theorem, was besagt, dass wenn x eine Funktion f maximiert, genau dann maximiert dieses x auch den Logarithmus dieser Funktion. In unserem Fall könnten wir also schreiben, wenn Beta hat, ja, einfach Beta hat nenne ich es, weil es ein Schätzer ist, L von Beta maximiert, ja, also wenn Beta hat maximiert L von Beta, also die Likelihood-Funktion, genau dann maximiert Beta hat auch die Log-Likelihood-Funktion, Phi von Beta. Ja, also das ist ein Theorem, was ganz, ganz wichtig ist, weil dieses Theorem erlaubt uns, die Log-Likelihood-Funktion zu nehmen, diese zu maximieren, dann kriegen wir eine Maximalstelle Beta hat, ja, also dann kriegen wir einen Maximum Likelihood Schätzer und wir wissen dann, dass dieser Maximum Likelihood Schätzer auch die Likelihood-Funktion maximiert. Ja, das heißt, wir brauchen uns gar nicht herumzuschlagen mit der Likelihood-Funktion und mit komplizierten Produkten, sondern wir nehmen uns einfach diese Summe, schauen hier, was das Maximum ist und wissen dann, dass das auch das Maximum für die Likelihood-Funktion ist. So, das heißt, wie setzen wir das jetzt um? Wir nehmen uns die Log-Likelihood-Funktion, leiten diese ab, setzen sie gleich 0 und bestimmen dementsprechend das Maximum. Das heißt, wir wollen für Phi von Beta die Ableitung bestimmen nach Beta und setzen die gleich 0. So, dazu gehen wir in verschiedenen Schritten vor. Im ersten Schritt nehmt ihr euch immer nur diesen Term, der in der Summe steht, ja, also oder rechts von der Summe, und definiert ihn als eine Funktion. Zum Beispiel, ihr nennt ihn einfach g von Beta. Ja, ihr definiert ihn einfach als g von Beta und sagt, g von Beta ist definiert als ln von Beta plus Beta minus 1 mal ln von 1 minus x
i. Im zweiten Schritt leitet ihr diesen inneren Term nach Beta ab. So, das ist in dem Fall 1 durch Beta. Ja, also wenn ihr den Logarithmus ableitet, kriegt ihr mal 1 durch. Plus, hier habt ihr Beta mal ln1 minus xi minus ln1 minus xi. Das heißt, was übrig bleibt, wenn ihr ableitet, ist einfach nur ln1 minus xi. So. Im dritten Schritt müsst ihr jetzt natürlich, ihr wollt ja quasi die ganze Summe ableiten. Ja, also ihr wollt Phi' von Beta und das ist ja quasi die Summe über diese Funktion hier, also über diesen Term. Und das ganze Ding abgeleitet. Jetzt wisst ihr, die Summe ist quasi ein linearer Operator. Und deswegen nutzen wir auch die Log-Likelihood-Funktion übrigens. Weil ihr könnt das jetzt umschreiben als die Summe über G' von Beta. Ja, also ihr könnt dieses Ableitungszeichen in die Summe reinziehen. Und dieses G' von Beta haben wir ja hier im zweiten Schritt schon bestimmt. Das heißt, das ist gleich die Summe über das hier, über 1 durch Beta plus ln 1 minus xi. So, das können wir jetzt noch weiter vereinfachen. Da hier 1 durch Beta hat keinen Index, das heißt, das ist irgendwie eine Konstante und die addiert ihr ja n mal. Das heißt, das könnt ihr schreiben als n mal 1 durch Beta plus die Summe i ist gleich 1 ln 1 minus xi. So, jetzt habt ihr die Ableitung bestimmt für die Log-Likelihood-Funktion. Die müssen wir jetzt gleich 0 setzen. Ja, ich mache das Ausrufezeichen quasi, weil wir es gleich 0 setzen müssen für die notwendige Bedingung. Und jetzt müssen wir nach Beta auflösen. Ja? Das heißt, das ist äquivalent zu, jetzt müsst ihr einfach diesen Term umformen nach Beta. Ja? Und was ihr dann rausbekommt, ist ja Beta ist gleich minus n durch diese Summe. Oder? Also ihr multipliziert einfach mal b, bringt n auf die andere Seite, minus n und teilt dann durch diesen Ausdruck. Das heißt, euer Schätzer ist genau das hier. Das ist genau das Beta, ja, dieser Ausdruck, der die Log-Likelihood-Funktion maximiert. Und da dieser Schätzer die Log-Likelihood-Funktion maximiert dieser Schätzer auch die Likelihood-Funktion. Das heißt, ihr habt den Maximum-Likelihood-Schätzer gefunden. Kommen wir nun zur letzten Aufgabe und die können wir eigentlich sehr, sehr schnell erledigen. Hier haben wir eine gewisse Stichprobe gegeben, ja, also wir beobachten gewisse Realisierung einer Zufallsvariablen x, x1 bis xn. Die genauen Realisierungen sind nicht bekannt, aber es sind die folgenden zwei Ergebnisse bekannt. Einmal wissen wir den Umfang, nämlich es handelt sich um 100 Beobachtungen dieser Stichprobe, n ist gleich 100. Und die zweite Eigenschaft ist, dass die Summe über den Logarithmus von 1 minus xi gleich minus 36,55773 ist. Und das sind ja genau die beiden Größen, die wir brauchen, um den Maximum Likelihood Schätzer zu bestimmen, den wir eben hergeleitet haben. Denn wir hatten ja herausgefunden in Aufgabe 2, dass der Maximum Likelihood Schätzer folgendermaßen aussieht. Minus n geteilt durch genau diese Summe, die wir gegeben haben. Also i ist gleich 1 bis n
ln von 1 minus xi. Ja, das war ja unser Maximum Likelihood Schätzer. Das heißt, wir müssen diese beiden Ergebnisse dieser Stichprobe einfach nur noch einsetzen. Ja, das heißt, wir haben ist gleich minus 100 durch minus 36,5573. Ja, und das habe ich in Excel berechnet. Das ist hier 2,735 ungefähr. Das ist gleich 2,735. Ja, und das ist auch schon die Antwort auf die Frage, die in der dritten Aufgabe gestellt wird. Das wäre die Maximum Likelihood Schätzung. Das heißt, wenn wir diesen Wert für Beta Hat einsetzen, kriegen wir quasi die beste Dichtefunktion für diese Stichprobe. Ja, das heißt, wir konnten uns jetzt nochmal die Dichte anschauen. Die war ja definiert als Beta mal 1 minus x hoch Beta minus 1. Ja, 0 kleiner gleich x kleiner gleich 1. 0 sonst. So, und wir könnten jetzt quasi für diese gegebene Stichprobe, die diese Eigenschaften hat, dieses Beta Hat hier einsetzen. Ja, und dann würden wir quasi die beste Dichtefunktion bekommen oder die Dichtefunktion, die die Wahrscheinlichkeit dieser Stichprobe am besten modelliert oder die Wahrscheinlichkeitsdichte. Ja, hier seht ihr auch an dieser Aufgabe, dass dieser Beta Hat, dass dieser Parameter immer abhängt von der jeweiligen Stichprobe. Ja, also wenn wir morgen eine neue Stichprobe quasi beobachten mit neuen XIs, dann würden sich ja diese Werte ändern. Also der Umfang vielleicht nicht unbedingt, aber diese Eigenschaft würde sich ja wahrscheinlich ändern. Ja, also die Summe über diesen Logarithmus von 1 minus xi, und dementsprechend würde sich auch der Maximum Likelihood Schätzer ändern. Ja, deswegen wird der Schätzer genannt, weil man beobachtet eine gewisse Varianz. Der ändert sich abhängig von der Stichprobe. Und je nachdem, welche Stichprobe man beobachtet, würde man dann die jeweilige Dichtefunktion mit dem jeweiligen Maximum Likelihood Schätzer erhalten. So, Freunde, das war es auch schon für heute. Ich hoffe sehr, es hat euch Spaß gemacht. Und diese Aufgabe war hilfreich, um euch die Maximum Likelihood Methode vorzustellen, mal konkret ein Beispiel zu rechnen, um einfach dieses ganze Konzept klarer zu machen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben hier, abonniert meinen Kanal. Falls es euch nicht gefallen hat, gerne konstruktive Kritik in die Kommentare. Wir produzieren regelmäßig neuen mathematischen Content und freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.